Okay, wir suchen wieder... Ja genau, der Helicho, der gräbt wahrscheinlich wieder danach. Müssen die nicht mal umbringen. Ich meine... besiegen. We've returned here once more. Looks like the story's not finished yet. Let the adventure continue. Okay, ich glaube, wir haben jetzt nur noch 2 Splitter, oder? Muss mal gucken, ob wir jetzt das hier lösen können. Nein, können wir nicht. Also müssen wir das hier lösen können. Das hier auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob das oben oder unten ist. Sieht richtig aus. Und dann wahrscheinlich das hier. Nee. Nope. Das hier. Also noch 1 danach. Haben wir diesmal wieder einen Hinweis? Nein. Puh. Time to go. Hm. Ah. Wait, what? Ach, das leuchtet immer kurz auf. Oh. Hä? Aber was sollen das denn für Hinweise sein? Ach du Heilige. Hä, das kann ja überall sein. Boah, Alter, wie kann man da so ein nerviges Zeug machen, ey? Schaut mal, das sind immer andere Dinge. An anderen Stellen. Wo zum Teufel sollst du wissen, wo du was machen sollst? Woher zum Teufel? Das kann man unmöglich wissen, ey. Ich meine, das wird halt eben einfach überall angezeigt. Bleibst genau hier an der Stelle stehen und da wird dir jedes Mal was anderes gesagt. Hä? Schade, dass das nicht funktioniert hat. Das wäre wohl zu einfach gewesen. Oh. Ist das ein Hinweis? Sieht aber ganz anders aus. Ich weiß nicht, ob das am Boden überhaupt Hinweise sind. Da habe ich vorhin ehrlich gesagt überhaupt nicht darauf geachtet, ob man das in anderen Räumen auch hatte. Das ist natürlich sehr nervig. Weil wenn ich da drauf geachtet hätte, dann... Aber das können unmöglich Hinweise sein, weil das ist so random einfach. Aber das da sieht ja ganz anders aus. Das sind 3, 6, 9, 10. Wie viel habe ich? 3, 6... Oh, okay, es ist das. Na, Moment. Also, das oben rechts geht nach links. Also, das hier ist schon mal falsch. Genau.
Dann geht das nach links. Das geht dann in die Mitte. Also hier hin. Oder ist das die Mitte? Ja. Und das geht dann nach hinten und das dann nach links. Oh. Ja, das wird sich irgendwie nicht ausgehen, ne? Ne? Mist. Okay, probieren wir mal die anderen. Also das hier dahin, das passt. Dann das andere dahin, das passt auch. Und dann nach hinten. Ja, das geht sich auch nicht aus. Oder? Ah, nein, Moment mal, es ist so. So. Nochmal. Und das geht dann in die Mitte. Time to go. Genau. Der da wird von 2 angestrahlt. Der hier. Von den beiden. Time to go. Dann wird er im Endeffekt nochmal von einem da hinten angestrahlt. No. Okay, vielleicht ist es nicht die Lösung. Es geht sich leider nicht aus, aber ich meine, es muss einen Grund haben, dass man das hier sieht. Was ich halt was ich denke, was sein könnte, dass die großen Sterne bedeuten, dass sie mehrfach angestrahlt werden. Das kann gar nicht sein. Das geht nämlich gar nicht. Boah, ist das nervig. Time to go. Diese Muster am Boden, das triggert so, weil das ist... Oder ich sehe es wieder falsch rum. Moment mal, vielleicht sehe ich es auch wieder falsch rum, aber ich glaube nicht. Drei in einer Reihe gibt es nur hier. Das sind auf jeden Fall die 3. Also die 3 sind die 3. Wobei sich das nicht wirklich ausgeht. Weil da müsste ja hier noch einer sein. Boah, ist das nervig, ey. Oh, ich schwör's euch, das ist wirklich puh. Der kann gar nicht darüber. Ich wollte ihn jetzt hier hinleuchten lassen, das macht er nicht. Ach, wartet mal. Nee, doch nicht. Nee. Boah, ist das nervig. Ist das nervig. Ist das nervig. Time to go.
Also das Ding hier ist auf jeden Fall der Mittelpunkt. Das ist sicher. OMG. Hier darf keine Verbindung sein. OMG. Wow. It's another star. Das ist so dumm, ey. Aber wenn es hier wirklich Hinweise gibt oder gab, oder wenn das wirklich der Hinweis war, dann habe ich es nicht gecheckt. What the hell? Einfach nur what the hell. Ja, beweg dich. Danach kommt noch ein Rätsel. Hoffentlich noch eins. Also nur noch eins, meine ich. It stopped by the water, but didn't go in. Seems almost like it's waiting for something. Aber wie wollen wir das öffnen? Das geht nicht. Ach so, doch, wir können uns das andere Fragment wahrscheinlich wiederholen, oder? Wir können uns ja einfach... Moment mal, wir können uns doch einfach das da wiederholen. Hier, das untere, können wir einfach wieder rausnehmen. Lul. Sagt mir nicht, das hätte man die ganze Zeit machen können. No way. Wow. Okay, das war ziemlich simpel. Das heißt, wir hatten ein Fragment, das wir noch gar nicht benutzt haben, oder? Oh nein, das müssen wir wahrscheinlich auch noch nutzen. Oh no. Warum ist hier kein... Oh. Hey, wieso wechseln? Kann ich das nochmal... Wait, what? Hä, das zweite Muster... Hä? Das kann man doch gar nicht machen, das da. Das kann man nicht machen, das geht gar nicht. Also man lässt Dinge aus. Hey, die aktivieren sich ja gar nicht, ja. Ich meine, wir können es mal probieren. Nee, es geht nicht. Geht nicht. Okay. Das da... Das geht ziemlich sicher auch nicht. Nee, machen wir das da. Oh, sieht zwar irgendwie am kompliziertesten aus, aber hey. Machen wir schon mal das hier. Dann haben wir schon mal das hier. Dann müssen die alle noch zu den mittleren. Mist, der war schon auf den mittleren. Oh, Halleluja. There's another star here. Bitte lassen Sie sich noch ein... Ach, danke. Waiting for this one? No! No! Bitte verlass diesen Raum. Bitte verlass diesen Raum. Dankeschön. Bitte lass das den letzten sein. Bitte. Bitte. Ich mag nicht mehr. Weil es rein vom Zeitaufwand bisher, glaube ich, die mit Abstand schnellste war. Weil ich glaube, wir sind noch nicht mal bei einer Stunde. Und die anderen gingen ja... Gut, okay, kommt natürlich auch drauf an. Aber bei mir gingen die alle über 1,5 Stunden. Oh, oh, oh.
Wait, how the... Another house in Mondstadt? What are we doing in my house? Your house? This is your house? My, how unexpected. I heard Lady Magistus lived a modest life, but this abode... Look at the labels on these books on the ground. Only one of its kind? 990,000 mora? Hey, that's super expensive! There are so many expensive-looking hardcovers over here. So this is what an astrologist's room looks like. The rooms are exquisitely designed. This place must be very expensive. Mona, du bist so reich. Hey, I'm just occasionally out of mora, that's all. I never said I was a pauper. You're not? Oh, so what about those times I treated you to meals and had you over to my place for dinner? Mein Fräulein, mind your phrasing. Thou wert blessed with the coveted opportunity to enter the palace of the Immanok Reich and meet with the Kaiser and Kaiserin der Verurteilung. Or hast thou conveniently forgotten this magnificent occasion? Oh, yes! The stew and cold cuts your mother made were heavenly. I could go for some more of that right now. Lady Magistus, this is not the time for such things. Is that Mondstadt cuisine? I want to try some. I heard Mondstadt has lots of local delicacies, especially meat dishes. Then I shall extend to you the honor of meeting the Kaiser and Kaiserin with me on a future occasion. Really? Hey, we should go too! Now that you mention it, it has been a while since I visited a friend's house. I shall gladly oblige. Oh, but shouldn't we bring some sort of gift? Those two are very kind and understanding, so please, don't worry about that. Just bring yourselves. You seriously have to try her mom's cold cut platter. It's her specialty or something. Anyway, it's simply delightful. Not to interrupt, but perhaps we should start working on the puzzle at hand? Ever since I entered this place, I have found myself most preoccupied with that ornament. Oh, right. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Astrologists are able to understand the most complex signs among the stars. And because of this, they are not allowed to show any arrogance. If one believes that astrology grants them unlimited power, they will face banishment by the stars. In the past, I was ignorant enough to think that I understood all fates in the universe. Maybe it was some form of punishment. You should not get confused. If you should become confused one day, not even astrology will be able to help you then. That's what the old hag said. We astrologists can't predict our own fate. But today, those words seem to carry a different meaning. I understand now that people won't always follow a beacon's guiding light. Even though the way forward may be dark and dangerous, they will still resolutely forge ahead. Fate is called such precisely because it cannot be altered or reversed. I understand the governing laws of the universe, and have glimpsed secrets between heaven and earth. Observing it is enough for me.
There are no perfect legends and no heroes that can save everyone. Instead of dwelling on my helplessness, what I should do is seize my own destiny. What a magnificent view! Lady Magistus, I believe this is the firmest evidence yet of your immense genius. You truly are the greatest archmage in the history of the Immunokreich. Thank you. Although the Immunokreich really doesn't have that much of a history. Stars like diamonds and the moon like a pearl. This is the most brilliant night sky I've ever beheld. It's beautiful. To call up such a mirage, Mona must have a vast and boundless sea of stars in her heart. Mona, was ist los? Oh, Mora, I'm just meine ich. Kappa. thinking. These must be the things that we aspire to. This night sky is incredibly beautiful. In fact, I might go so far as to say it's even more beautiful than what I usually see in divinations. All the stars are in their rightful place. This is definitely my mirage. Only here can I see extraordinary sights like these. Extraordinary? Why do you say that? You know, the night sky of Tevat is truly marvelous. All the answers in the world seem to have been hidden within. When is my missing son going to be found? Do they love me or not? Will I ever recover? As your stars move across the sky, they record all your life events in their path. And among all the people in the world, a considerable number will see their stars deviate from their path. When your stars are on track, it means you will be healthy, happy, and at peace. Conversely, if your stars go off track, everything will get worse. The starry sky in my divinations would never look as perfect as this. Some stars would lose their way, and others would fall. I wish everyone could be happy and stay on track. To this end, I offer advice and tell the truth. I know it's useless. All fates are already revealed in the night sky, with mine too, just another among them. I can't change anything. Even so, outside of astrology, outside of the words of truth, I still cling to the wisp of an irrational fantasy. We must all live within the confines of reality, but call me presumptuous. But I still believe in miracles. In this vast sea of stars, there are stars for you, for me, for everybody. What are the chances of one star encountering another? Are these encounters not the most wonderful miracles in all of destiny? I don't know. But within Tevat, the stars in the sky will always have a place for us. Even if astrology is resolutely rational, fate remains arbitrary, cruel, but romantic. Mona, vorhin schienst du nachdenklich. Hast du jetzt die Antwort gefunden? I think I have figured out what those stars are hiding. Now I will seize my own destiny. What? What? Hallo?
Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Es sieht doch einfach alles gleich aus. Ah, da ist einer, der sich bewegt. Oh. I see. Jetzt habe ich es gecheckt. Wow. Mal wieder nicht drauf geachtet am Anfang. RIP. There was a transparent bird made of crystal. It was beautiful and fragile and could sing the most beautiful songs. But since mortals couldn't see it, they believed it to be a trick. How could a transparent bird possibly exist, let alone sing? When the bird heard that, it flapped its wings and flew across mountains and seas all the way to the night sky, where it turned into a star. Its brilliance was so dazzling that it illuminated everyone. It allowed all those that could see it to follow its light through the dark night, to sail through the seas under the guidance of the stars. It was born in wisdom, but trapped in ignorance. It has never voiced a complaint, for this is its destiny. Guiding people to see their destinies is the very meaning of its existence. We're back here again! So, are we completely out of the mirage? How strange. My mirage didn't contain any hints on the Fatui or the machine. Does that mean they had nothing to do with these mirages after all? Or perhaps these mirages are a mere consequence and not part of a process at all? Paimon's lost! I mean, these mirages were not steps towards solving the mystery, but rather a direct effect of whatever's going on. Someone did something to bring the mirages into being. As they were just passive side products, it was natural that they couldn't provide us with any useful information. In other words, those mirages were only about ourselves. Pure materializations of ourselves. Interesting. Everyone, maybe we should go back to where this whole thing began. During our first day on the island, the Traveler and I checked out the Fatui camp together. We found a strange machine there, as well as some disoriented Fatui. Ja. The researcher who spoke to us claimed that the machine was just a Fatui industrial invention. He even promised to not disturb us. Right! And the Cappy Cap guy looked half asleep the entire time. He kept talking nonsense. I wonder, is it possible that madness and mirages are two different outcomes of the machine's influence? If so, everything can be traced back to that damaged machine, except for the difference in how it affects people. This, I believe, is caused by differences between the affected people themselves. Oh. When you put it that way, it is indeed difficult to distinguish dreams and hallucinations. So what you're saying is, the device affected us differently because we are different from the Fatui. Yes, and according to our observations over these past few days, I think the difference is that we all have stronger willpower. Yeah, I can get behind that. People with strong willpower will hallucinate instead of falling into madness. But those who break too easily can't maintain a stable mirage. In other words, we should go back to the Fatui camp and destroy that machine right away! No, it should be repaired rather than destroyed. What Mein Fräulein means is that rashly destroying a machine we do not understand may lead to more serious consequences.
it would be better to find a way to repair it first. Right. It pays to be cautious. If my guess is correct, that machine is capable of influencing the human brain. So we'd better tread carefully. So let's go now! There's no time to waste! Das heißt... Oh, ich wollte schon sagen. Das heißt, der Auftrag geht noch weiter? Tatsächlich. Aber gut. Machen wir hier erstmal wieder Feierabend und ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Ich wünsche euch viel Erfolg bei Das wäre von Monat, die war ultra nervig. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.